Viele Menschen glauben, dass Loyalität ihre Karriere schützt. Sie bleiben länger, sie arbeiten härter. Sie halten ihrem Unternehmen die Treue. Sie sagen Dinge wie: Ich bin seit 10 Jahren hier. Oder: Ich habe das Unternehmen durch schwierige Zeiten begleitet. Und sie glauben, dass diese Loyalität irgendwann belohnt wird. Doch in vielen Organisationen passiert etwas anderes. Die loyalsten Mitarbeiter sind oft diejenigen, die am längsten auf derselben Position bleiben. Nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil Loyalität im System selten belohnt wird. In vielen Karrieren gibt es einen Punkt, an dem Menschen eine Entscheidung treffen. Sie bleiben. Sie bleiben im selben Team. Sie bleiben in derselben Rolle. Sie bleiben im selben Unternehmen. Und diese Entscheidung wirkt zunächst vernünftig. Denn Loyalität bedeutet Stabilität. Stabilität bedeutet Vertrauen. Und Vertrauen scheint eine gute Grundlage für eine langfristige Karriere zu sein. Doch Organisationen funktionieren nicht nur über Vertrauen. Sie funktionieren über Nutzen. Willkommen bei Relevanz, der Serie über die unbequemen Wahrheiten der Arbeitswelt, die entscheiden, ob du ersetzbar bist oder unverzichtbar bleibst. Unternehmen sind Systeme, und Systeme optimieren. Sie optimieren Kosten. Sie optimieren Prozesse. Sie optimieren Strukturen. Das bedeutet, sie behalten Menschen, die für das System einen klaren Wert erzeugen. Nicht unbedingt diejenigen, die am loyalsten sind. Denn Loyalität ist schwer messbar. Ein System kann Loyalität nicht berechnen. Ein System kann Loyalität nicht optimieren. Aber es kann Leistung messen. Es kann Einfluss messen. Und es kann Wirkung messen. Stell dir 2 Mitarbeiter vor. Beide beginnen im selben Jahr. Der erste bleibt. Er arbeitet zuverlässig. Er kennt jeden Prozess. Er kennt jeden Kollegen. Er ist loyal. Der zweite Mitarbeiter wechselt nach einigen Jahren die Abteilung. Er übernimmt neue Projekte. Er arbeitet mit anderen Teams. Er wird sichtbarer. Nach einigen Jahren passiert etwas Interessantes. Der zweite Mitarbeiter bekommt mehr Verantwortung. Nicht unbedingt, weil er besser arbeitet, sondern weil er näher an Entscheidungen arbeitet. Loyalität hat eine stille Nebenwirkung. Sie bindet dich an eine Struktur. Du bleibst im selben Team. Du arbeitest an denselben Themen. Du löst ähnliche Probleme. Mit der Zeit wirst du sehr gut in genau dieser Rolle. Doch während du immer besser wirst, verändert sich das System um dich herum. Neue Technologien entstehen. Neue Prozesse entstehen. Neue Prioritäten entstehen. Und plötzlich zählt nicht mehr, wie lange du da bist, sondern welche Rolle du im System spielst. Die Menschen mit dem größten Einfluss im Unternehmen sind selten die loyalsten. Sie sind die sichtbarsten. Sie arbeiten an Themen, die für das Unternehmen wichtig sind. Sie verstehen, wo Entscheidungen entstehen. Sie wissen, welche Informationen wirklich zählen, und genau deshalb werden sie relevant. Die entscheidende Frage lautet also nicht: Wie loyal bin ich? Die entscheidende Frage lautet: Welche Wirkung habe ich im System? Denn Organisationen erinnern sich nicht an Loyalität. Sie erinnern sich an Wirkung. Sie erinnern sich an Menschen, die etwas bewegt haben. In der Serie Relevanz analysiere ich, wie sich Arbeit, Einfluss und Austauschbarkeit in modernen Organisationen verändern. Die meisten Karrieren scheitern nicht. Sie scheitern an Unsichtbarkeit. Arbeitswelt morgen.